Hallo ihr Lieben, ich habe für meine kleine Nichte zum Geburtstag süße Cupcakes mit Einhornmotiv gebacken. Und heute zeige ich euch Schritt für Schritt, wie ihr diese niedlichen Cupcakes selber machen könnt. Ich finde, die passen nicht nur perfekt zum Kindergeburtstag, sondern auch für Motto-Partys oder Einschulung. Denn mal ehrlich, Einhörner gehen einfach immer, oder? Um die Cupcake-Topper zu machen, brauchst du etwa 200 Gramm Fondant zum Einfärben. Ich nehme ganz normalen weißen Fondant. Diesen habe ich in 8 ungefähr gleich große Stücke geteilt. 6 davon werden eingefärbt. Den Rest kannst du einfach zum weißen Fondant dazugeben. Vom weißen Fondant brauchst du insgesamt etwa 100 bis 200 Gramm. Am besten etwas mehr auf Vorrat haben. Ich habe mein Fondant in Gelb, Rosa, Lila, Blau und Grün eingefärbt. Wenn du möchtest, kannst du genau die gleichen Farben und Farbtöne verwenden oder sie natürlich nach deinem Geschmack anpassen. Am besten gibst du immer nur ganz wenig Lebensmittelfarbe dazu, weil die Farben sehr ergiebig sind und der Fondant sonst zu dunkel wird. Die Materialien und Werkzeuge, die ich im Video verwende, verlinke ich dir in der Videobeschreibung. Dann brauchen wir noch grauen Fondant und falls du die Augen ebenfalls aus Fondant machen möchtest, auch noch schwarzem Fondant. Ich habe ein kleines Stück Fondant mit Schwarz eingefärbt und die Hälfte davon mit weißem Fondant gemischt, um einen hellgrauen Ton zu erhalten. Den Rest habe ich tief schwarz eingefärbt. Beim Schwarz kannst du ruhig mehr Farben nehmen, du brauchst sie, um ein richtig sattes Ergebnis zu bekommen. Das gefärbte Fondant am besten direkt gut in Frischhaltefolie einwickeln, sonst trocknet die Oberfläche aus und das Fondant wird hart und schwer zu verarbeiten. Als erstes machen wir die Einhorntopper und fangen mit der Basis an. Dafür brauchst du den weißen Fondant und einen runden Ausstecher oder etwas Rundes, das ungefähr denselben Durchmesser hat wie deine Cupcakes. Den weißen Fondant ausrollen, nicht zu dünn, damit der Topper stabil bleibt und dann 4 Stücke für das Einhorn und 4 Stücke für den Regenbogen ausstechen. Nach dem Ausstechen glätte ich gerne die Ränder, weil sie nicht immer sauber abgeschnitten sind. Dann zur Seite legen und trocknen lassen. Ich mache die Basis gerne mindestens einen Tag im Voraus, damit sie gut aushärten kann. Als nächstes machen wir das Horn. Dafür brauchst du 4 kleine Stücke Fondant. Du kannst erst eines formen, prüfen, ob es von der Größe passt, es dann nochmal zu einem Ball rollen und anschließend die übrigen Stücke anpassen. So sind sie alle ungefähr gleich groß. Aber das ist kein Muss. Knete den Fondant kurz durch, rolle ihn zu einem glatten Ball und danach, wie im Video gezeigt, länglich aus. Dabei sollten die Enden etwas dünner werden. Dann in 2 Hälften falten und zusammendrehen, bis die typische Hornform entsteht. Anschließend ein Stück am Ende abschneiden. Zum Schluss einen Zahnstocher in das Horn stecken. Das erleichtert später das Einfärben. Ich habe die Hörner ebenfalls einen Tag trocknen lassen. So wird das Fondant fester und man sieht keine Pinselabdrücke. Jetzt machen wir die Öhrchen. Auch hier habe ich zuerst ein Modell geformt, um die Größe abzustimmen und danach 4 passende Fondantstücke vorbereitet. Knete jedes Stück kurz, forme es zu einem glatten Ball, teile es in 2,
forme die Hälften erneut zu Kugeln und forme daraus dann die Öhrchen wie im Video gezeigt. Wenn es nicht sofort klappt, keine Sorge, Fondant lässt sich gut neu formen, bis man mit dem Ergebnis zufrieden ist. Am nächsten Tag habe ich weitergemacht. Zum Einfärben habe ich goldene Puderfarbe mit Lebensmittellack gemischt. Das funktioniert aus meiner Erfahrung am besten. Ich habe noch meine Schüssel mit Frischhaltefolie ausgelegt, weil sich die Farbe etwas schwer abwaschen lässt. Etwas Puderfarbe mit dem Lack mischen und mit einem Pinsel das Horn damit bemalen. Wenn du möchtest, kannst du 2 Schichten auftragen. In dem Fall lässt du die erste kurz trocknen, bevor du die zweite aufträgst. Wird die Farbe stückig, bedeutet das, sie trocknet bereits. Dann einfach etwas mehr Lebensmittellack dazugeben und neu mischen. Auch die Öhrchen habe ich mit goldener Farbe bemalt. Jetzt machen wir noch einfache kleine Blümchen für die Deko. Ich habe rosa, lila und gelb verwendet. Du nimmst ein kleines Stück Fondant, rollst es länglich aus, schneidest dünne Stücke ab und rollst sie wie Zimtschnecken ein. So entstehen kleine Rosen. Falls sie zu hoch werden, einfach ein Stück vom unteren Ende abschneiden. Ich habe die gesamte Deko für die Einhorntopper einen Tag im Voraus vorbereitet und am nächsten Tag alles zusammengesetzt. Zuerst rollen wir das graue Fondant aus und stechen 2 Kreise aus. Ich habe denselben runden Ausstecher wie zuvor verwendet. Das graue Fondant kannst du ruhig dünn ausrollen. Dann schneidest du aus jedem Kreis 2 Teile aus. Ich habe dafür ein ausgeschnittenes Stück als Schablone verwendet, auf das Fondant gelegt, mit dem Ausstecher markiert und so 4 gleiche Teile erhalten. Die Rückseite mit etwas Wasser bepinseln und auf die weiße Basis kleben. Beim Kleben nur leicht andrücken, damit keine Fingerabdrücke entstehen. Dann brauchst du einen Strohhalm und ein Holzstäbchen. Das Holzstäbchen habe ich halbiert und damit die Nasenlöcher gemacht. Mit dem Strohhalm kannst du ganz einfach den Mund formen. Jetzt können wir die vorbereiteten Teile ankleben. Zuerst das Horn, dann die Öhrchen und zum Schluss die Blümchen. Ich klebe alles nur mit Wasser, aber achte darauf, nicht zu viel zu verwenden, sonst bleiben die Teile nicht kleben. Beim Kleben leicht andrücken, damit alles gut hält. Die Augen habe ich mit einem Lebensmittelfarbstift gezeichnet. Du kannst sie aber auch aus schwarzem Fondant modellieren und ankleben. Die fertigen Topper lasse ich mindestens einen Tag trocknen. Für das nächste Motiv brauchst du rosa, gelb, lila, grün, blau und weiß. Von jeder Farbe nimmst du ein kleines Stück, rollst es zu einem glatten Ball und viertelst es für 4 Topper. Dann jedes Stück durchkneten, zu einem Ball formen und wie im Video gezeigt, länglich ausrollen. So entsteht je ein Streifen pro Farbe. Diese legst du nebeneinander und drückst sie leicht zusammen, damit sie aneinander kleben. Die Enden werden dann so abgeschnitten, dass der Regenbogen auf die weiße Basis passt. Für die Wolken brauchst du 2 kleine Stücke weißen Fondant. Ich habe ein kleines Spatel benutzt, aber du kannst auch ein Holzstäbchen oder ein Messer nehmen, um die Form zu gestalten. Den Regenbogen auf der Rückseite mit Wasser bepinseln und aufkleben. Danach die Wolken genauso befestigen. Das letzte Motiv ist ein bunter Topper mit einer Zahl. Ich habe beides aus Fondant gemacht.
Du kannst die Zahl aber auch mit einem Lebensmittelfarbstift aufschreiben, wenn dir das leichter fällt. Für diesen Topper kannst du alle Reste des bunten Fondants außer Grau und Schwarz verwenden. Ich habe jede Farbe in 2 gleich große Stücke geteilt und länglich ausgerollt. Dann die bunten Streifen nebeneinander gelegt und leicht zusammengedrückt. Zum Schluss habe ich sie mit dem Ausrollstab ausgerollt, nur so weit, dass ich 4 Stücke ausstechen konnte. Da die Kanten nicht ganz glatt waren, habe ich sie noch mit den Fingern geglättet. Für die Zahl habe ich ein Modell geformt, geprüft, ob die Größe passt und dann noch 3 weitere Stücke weißen Fondant vorbereitet. Diese ebenfalls zu glatten Kugeln rollen, länglich ausrollen, so gleichmäßig wie möglich und die Form der Zahl daraus modellieren. Wenn nötig, die Enden etwas abschneiden. Auch hier wieder die Rückseite mit Wasser bepinseln und auf das Basisstück kleben. Zum Schluss habe ich die fertigen Topper noch leicht mit essbarem Glitzerpuder bestäubt. Das ist aber optional. Wie gesagt, alle fertigen Cupcake-Topper am besten mindestens einen Tag trocknen lassen. Du kannst sie aber auch deutlich früher vorbereiten. Ganz wichtig, die Topper müssen vollständig trocknen, bevor du sie luftdicht verpackst. Wenn sie noch feucht verpackt werden, kann sich durch die eingeschlossene Feuchtigkeit Schimmel bilden. So ihr Lieben, in diesem Video ging es nur um das Deko, aber in der Videobeschreibung habe ich für euch auch passende Rezepte für Cupcakes und Creme verlinkt. Wichtig ist, wenn ihr das Creme selbst macht, dann nehmt am besten entweder Buttercreme oder Ganache. Fondant zieht nämlich Feuchtigkeit und auf einer Sahnecreme werden die Topper richtig klebrig und weich. Aber wenn du auf Sahnecreme nicht verzichten möchtest, kannst du den trotzdem verwenden. In diesem Fall einfach die Topper ganz kurz vor dem Servieren auf die Cupcakes legen. Viel Spaß beim Nachmachen! Wenn dir mein Video gefallen hat, gib mir gerne einen Daumen nach oben und wenn du neu auf meinem Kanal bist, kannst du jetzt abonnieren, um keine neue Rezepte und Tutorials zu verpassen. Danke, dass du dabei warst. Tschüss und bis zum nächsten Mal.